Hallo zusammen! Ja, ich bin heute wieder in Rheinhessen unterwegs, meinem Kinderspielplatz quasi, und besuche den Windpark Gau-Bickelheim. Den kennt ihr ja schon aus anderen Videos, habe ihn auch aus vielen unterschiedlichen Perspektiven schon gezeigt. Ja, und habe auch schon erwähnt, dass hier ein großes Repowering bevorsteht. Ja, und dafür ist jetzt der Startschuss gefallen. Geht jetzt los mit dem Abbau einiger Altanlagen und dem Aufbau der Neuanlagen. Ja, durchgeführt von Vivi Consult. Auf deren Website findet ihr so ein paar Infos. Ja, und das Repowering wird in mehreren Abschnitten durchgeführt. Also jetzt startet quasi Teil 1. Da werden 4 Altanlagen abgebaut und durch 3 neue ersetzt. Ja, abgebaut werden 4 von den Kenesis-Anlagen, Kenesis K110. Habe ich in einem anderen Video schon mal ausführlich gezeigt. Auch echt ja, Raritäten. Ja, die waren schon echt fleißig. 3 der 4 Anlagen haben sie schon abgerissen, bzw. gesprengt. Die Großkomponenten wurden demontiert mit dem Großkran und dann der ATS-Hybridturm gesprengt. Einer von 4 steht noch. Der wird bis Ende März noch gesprengt. Und ja, die anderen haben sie schon gesprengt. Gibt es auch ein Video auf der Seite von Vivi. Ja, hier liegen noch Rotorblätter. Die müssen sie noch abtransportieren. Ja, und hier sieht man jetzt dann die Turmtrümmer des ATS-Turms. Also hier stand eine Anlage und da hinten stand eine, da liegen auch noch Trümmer. Und dann noch mal weiter rechts stand auch noch eine, da ist auch gerade ein Bagger im Einsatz und zertrümmert das Fundament, das hört man ganz gut. Ja, und hier im Vordergrund sieht man schon eine neue Stellfläche bzw. Zuwegung für eine neue Anlage von 3. Ursprünglich waren hier Vestas V162 geplant, 3 Stück. Dann hat man umgeplant auf G-Cypress 6.0 Ja, und überraschenderweise jetzt nochmal umgeplant auf Enercon E160 EP5 E3. Freut mich sehr als Enercon-Fan. Ja, Ansichtssache. Andere finden die G besser, aber ja, ich finde es ziemlich cool, dass hier ja, Enercon gebaut werden. Das ist ein echtes Enercon-Paradies hier. Ja, Fundamentbau soll im April beginnen und ja, schätze ich mal im Sommer dann Turmbau und ja gut, möglich, dass die Anlagen am Ende des Jahres schon stehen. Ja, im zweiten Abschnitt werden dann 8 weitere Kenesis-Anlagen abgebaut und dafür nochmal 7 Neuanlagen gebaut, sind auch 7G genehmigt und die werden dann wahrscheinlich auch nochmal auf Enercon umgenehmigt. Ja, und im dritten Schritt werden alle Kenesis-Anlagen abgerissen. Und an deren Stelle, also dann nochmal 6 Stück und an deren Stelle werden dann 8 Enercon E160 nochmal gebaut. Also insgesamt 18 Enercon E160 sollen hier in der Zukunft entstehen. Richtig krass, also das wird echt ein gigantischer Park, auch echt richtig leistungsstark. Und dann wird das hier ein echtes Enercon-Paradies. Wie jetzt der zeitliche Ablauf ist, weiß ich jetzt nicht genau, aber ich denke mal, dass das innerhalb der nächsten 1-2 Jahre passieren wird. Ja, da steht ja schon die E138 EP3. Momentan noch die größte hier. Und dann die kleinen E48 mit Tagesbefeuerung. Ja, auf jeden Fall mega spannend und ich bin jetzt echt, ja, freue mich echt drauf, wie es hier im Laufe des Jahres weitergeht.
Ja, ich werde jetzt mal ein bisschen rumfahren, werde mir den Turm mal noch anschauen, bevor er dann gesprengt wird und mal gucken, was es noch so zu entdecken gibt. So, jetzt stehe ich hier in der Nähe des 4. ATS-Turms, der noch gesprengt werden soll. Großkomponenten sind unten, Teile des Krans liegen auch noch da. Ja, und hier sind die Rotorblätter. Die werden sehr wahrscheinlich dann noch verladen und abgeholt. Weiß jetzt gar nicht, ob die Anlagen noch weiter betrieben werden. Aber schon krass, die sind ja erst 2012 verbaut worden, also knapp 11 Jahre alt. Und ja, werden jetzt schon abgerissen. Ja, hier sieht man es, der Turm ist schon für die Sprengung präpariert. Da haben sie schon so Keile reingeschnitten. Und ja, in die Löcher kommt dann der Dynamit rein, um den Turm zu sprengen. Ja, hier haben sie so ein bisschen so ein Fallbett präpariert. Da soll der Turm dann reinfallen, wenn er gesprengt wird. Ja, echt schon schade um den ATS-Turm. Das war halt echt einzigartig hier im Park. Aber hat sich wohl leider nicht bewährt. Wohl ähnliche Probleme wie der Ventor-Turm. Ja, und auch die Kennesis-Anlagen scheinen wohl ähnliche Probleme zu haben wie die G. Also Blattlagerprobleme bei einer Anlage. Ist ja sogar auch schon mal ein Blatt abgefallen hier im Park. Ja, und auch für den Standort hier, das ist halt echt ein extremer Schwachwindstandort, sind die wahrscheinlich auch nicht so geeignet. Da brauchst du schon was Größeres, da eignen sich die E160 auf jeden Fall besser. Ja, aber schon schade, weil das, ja, die Anlagen kenne ich echt nur von hier. Ich bin mal gespannt, ob die vielleicht irgendwo anders noch weiter betrieben werden, ins Ausland verkauft werden. Ja, aber es ist schon krass, diese Sprengung. Habe ich online gesehen von einem der Türme. Der fällt echt richtig schön um, der Turm. Und dann oben an dem roten Ring knickt dann noch mal so ein. Oder trennt sich dann da, teilt sich dann da ab. Will ich schon auch gerne mal live sehen. Ja, bis Ende März soll er dann gesprengt werden. Denk mal, dass das dann auch nächste Woche oder so vielleicht passiert. Heute nicht mehr, heute ist Freitag. Ja, und die Türme werden dann recycelt für die Zuwegung und Stellflächen und so weiter. Also ich meine, dass hier auf jeden Fall eine neue E160 hinkommt an diesen Standort. Und die andere habe ich ja gezeigt, wo man die neue Stellfläche angelegt hat. Also alle so in einer Reihe quasi. Genau. Ja, hier ist auch echt reger Betrieb. Ja, ich werde mal noch weiterfahren hier zur E138, meiner Lieblingsanlage hier im Park. Und auch noch mal zu den kleinen E48. Hier hat man nämlich auch noch mal, von dort aus hat man nämlich auch noch mal einen guten Überblick. So, ich stehe jetzt hier nochmal in der Nähe von meiner Lieblingsanlage hier im Park, der E138 EP3E2 mit 131 Meter Nabenhöhe. Immer wieder schön anzuschauen. Bisher immer noch meine Lieblingsanlage von Enercon, neben der E103. Ja, von 2021 glaube ich. Auch von Vivi. Ja, ist auch mal schön, die mal auf einem kleineren Turm zu sehen, nicht immer nur der 160 Meter Turm. Der wird irgendwann ein bisschen langweilig, den hat ja jeder Hersteller. Ja, die wird dann nachher ganz schön klein aussehen, neben den ganzen E160. Hinten im Hintergrund nochmal die E48. Ja, ich hoffe, dass die noch ein bisschen bestehen bleiben, dass die nicht repowered werden. Glaube ich jetzt eigentlich nicht. Die sind ja jetzt noch gar nicht so alt. Die können ja eigentlich noch ein bisschen laufen. Haben nicht alle eine Tagesbefeuerung, nur manche.
relativ hell. Ja, und von hier aus hat man auch nochmal einen ganz guten Überblick. Das hier ist eigentlich so der höchste Punkt des Parks. Hier ist auch noch eine Kennesis-Anlage. Und ja, da hinten sieht man jetzt den verbleibenden Turm. Ich habe gerade eben mal mit der Drohne geguckt. Also da ist auch schon die Umrandung für eine neue Anlage, also das Fundament, also kommt da eine neue Anlage hin. Und dann da hinten, glaube ich, wo die Anlage zerlegt wird, da müsste auch noch eine hinkommen. Und dann da hinten ist eine neue Zuwegung für eine Anlage, da kommt auch noch mal eine hin. Aber ja, ist schon echt verrückt hier im Weinberg. Also das ist relativ flach. Also die Berge drumherum sind eigentlich alle höher. Also braucht man echt schon eine gute Schachwindanlage. Da hinten die Anlagen stehen ja noch weiter im Tal. Also ja, glaube ich, dass die Kennesis-Anlagen hier auch jetzt nicht so super wirtschaftlich waren. Den E160 sieht das nochmal anders aus. Ja, auch von hier aus nochmal ein toller Blick in die Ferne. Was haben wir da hinten? Das müsste Alsens-Oberndorf sein. Windpark Hornberg, Gau-Greweiler und da ist... Ah, da sind N117 und da ist der Schneeberger Hof. Mit der E160, E138. Ja, und auch die Blätter, also ich glaube nicht, dass die Anlage nochmal weiterverkauft wird, so wie die Blätter hier in den Dreck geworfen wurden. Glaube ich jetzt nicht. Das ist der Donnersberg. Die höchste Erhebung des Nordpfälzer Berglandes. Da ist ein V112 Park. Bubenheim. Wachenheim. Irgendwie sowas. Da ist dann Windpark Freimersheim mit den V136. Das ist dann Heimersheim. Ah, da hinten sieht man die N149 in Walheim. Da ist sie, auch endlich mal in Betrieb. Dann da hinten Windpark ach Gott, mir fallen die Namen nicht ein. Hangen-Weisheim-Ebbelsheim. Genau. Und im Anschluss dann hier Kloppberg mit den ganzen kleinen Anlagen. Ja, und von hier aus hat man jetzt auch einen tollen Blick zum Windpark Biebenheim-Garbsheim. Und da sind nämlich alle V150 fertig errichtet. 4 Stück. Und siehe da, die erste läuft sogar schon. Wollte ich eigentlich noch vorbeischauen, aber ja, die Deutsche Bahn macht mir leider einen Strich durch die Rechnung. Ich kam mit 2 Stunden Verspätung hier an und das hat meinen Zeitplan ziemlich über Bord geworfen und da kann ich jetzt leider heute nicht mehr hin. Muss ich dann ein anderes Mal hinfahren. Naja. So, ich stehe jetzt hier mal bei einer Kennesis-Anlage, die läuft.
Als ich kam, standen alle, da dachte ich schon, sie sind schon dauerhaft stillgelegt, aber es war nur zu windstill. Ist meines Wissens nach auch die Anlage, die das Blatt damals verloren hatte. Hat den Abflug gemacht. Ja, finde die Anlagen eigentlich ziemlich cool. Mal was Neues, nicht nur Vestas oder Enercon und auch echte Raritäten hier in der Region. Und mit dem ATS-Turm natürlich. Aber wie gesagt, haben sich wohl leider nicht bewährt. Wohl ähnlich anfällig wie die G. Blattlager und so weiter. Ja, aber cool, wenn das Repowering dann in mehreren Phasen stattfindet, dann für eine Zeit lang noch ein bisschen Vielfalt und ja, dann werden sie auch verschwinden. Ja, ursprünglich hat der Turm eine Höhe von 145 Metern. ATS-Hybridturm. Halt auch echt cool mal mit den bunten Farben. Sieht man halt echt nicht so oft. In Saulheim oder Wörstadt sind ja noch welche mit komplett blauem Turm und UV-Farben. Das ist natürlich auch cool. Da sieht man nochmal die E138. Da geht es ganz schön den Berg runter. Also die E138 steht ja eigentlich auf dem höchsten Punkt. Und hier die E48. Das waren meines Wissens nach so die ersten hier. Und dann kamen die ganzen Kennersys-Anlagen. Ja, irgendwann steht dann hier vielleicht auch mal eine E160. Da hinten nochmal der Turm. Also von der Topografie her echt ja, ein Auf und Ab im Weinberg hier. Ja, rundherum stehen halt noch so Kennersys-Anlagen. Naja, ich werde jetzt auch mal noch mit der Drohne fliegen. Von der Seite mal noch ein paar Aufnahmen machen. So, zum Abschluss hier nochmal ein schöner Blick von der anderen Seite. Muss mich leider wieder ein bisschen beeilen, dass ich meinen Zug zurück nach Freiburg erwische. Ich denke, ich habe immer mehr Zeit, als ich tatsächlich habe, und dann geht es dann doch relativ schnell vorbei. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt habt ihr mal ein kleines Update hier. Trotz des Sturms habe ich doch ein paar ganz coole Drohnenaufnahmen gemacht. Die gibt es dann im Anschluss. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare. Ja, dann verabschiede ich mich hier an der Stelle. Hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Halt die Ohren steif und bis dann.